Hi, hier ist der René. Ich möchte euch heute mal einen kleinen Einblick geben über meine Tätigkeit als Pushback-Fahrer. Ich bin seit 2007 hier am DHL-Drehkreuz Leipzig beschäftigt und seit 2010 in der Special-Abteilung Pushback tätig. Wir als Pushback-Fahrer haben eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Wir schieben nicht bloß die Maschinen vom Stand auf dem Taxiway, sogenannte Outbounds, sondern wir schieben auch Maschinen vom Stand in die Rollgassen und wir bewegen uns natürlich mit unseren Maschinen auf dem gesamten Flughafen, auf den gesamten Vorfeldern. So, wir haben es jetzt 20:13 Uhr und ich würde mich jetzt auf meine Schicht begeben. Ich bin jetzt auf der B6 und fahre gleich Richtung DHL-Hub rein auf den Parkplatz. Wir haben jetzt hier eine Schranke. Da können wir nur rein mit unserem Dienstausweis und dann suche ich mir einen schönen Parkplatz. Ich bin jetzt hier auf dem Weg vom Parkplatz ins DHL-Gebäude und werde mich dann umziehen und dann in den Security-Check reingehen. Ich werde mich jetzt hier einstechen. Und jetzt bin ich auf dem Weg zur Equipment-Ausgabe, wo ich dann mein Fahrzeug herbekomme. Hi. So, jetzt bekomme ich dann gleich mein Fahrzeug. Da gibt es eine Liste. Anhand der Liste muss ich sehen, was ich für ein Fahrzeug habe. So, ich nehme einen Phoenix, einer da. Dann nehme ich die 5 noch mit. So, jetzt hole ich mein Equipment. Das stellt der Kollege immer hier rein. Ich gehe jetzt zu meinem Fahrzeug und ich schaue. Hier ist mein Fahrzeug. Das werde ich jetzt in Betrieb nehmen, werde einen Vorab-Check machen. Das bedeutet, ich mache meine Wolke. Dazu zählt halt alles Mögliche, Lichtkontrolle, Ölkontrolle, ob die Bühne hinten hebt, alles. Und das muss ich jetzt vorab prüfen, dass dann halt keine Probleme auftreten, wenn wir jetzt am Flieger sind. Ich schaue jetzt, ob die ganze Beleuchtung funktioniert, ob irgendwelche Beschädigungen am Fahrzeug sind und ob hinten die Plattform in Ordnung ist. Das alles wird kontrolliert. Dann schauen wir mal nach hier, ob hier alles in Ordnung ist. Das sieht auch gut aus. Die Vorabkontrolle macht bei uns jeder Fahrer, um auszuschließen, dass irgendwelche Beschädigungen am Fahrzeug sind, die man dann, wenn welche sein sollten, Beschädigungen, müssen wir die dann ganz normal melden an unsere Vorgesetzten, an unseren Supervisor. So, und jetzt bin ich mal in meinem Fahrzeug drin. Wie ihr seht, ist das unser Handheld. Auf dem Handheld bekommen wir unsere Aufträge. Jetzt momentan noch nichts. Da ist zum Beispiel ein Funkgerät, das ist bei uns die Verkehrsüberwachung. Das bedeutet, dass wir die Marschaller mit abhören, beziehungsweise ist für uns wichtig, dass wir, wenn wir Maschinen umschleppen, in die Rollgassen stellen, dass wir wissen, wann die Maschinen reinkommen, wann können wir umschleppen. Manchmal ist der Zeitraum sehr, sehr knapp, bis die darauffolgende Maschine als nächstes kommt und der Stand ist noch nicht frei. Und daher können wir dann auch schon hören und mithören, wann die Maschine reinkommt. Als weiteres haben wir noch ein Funkgerät, das seht ihr hier oben. Das ist dann unser allerwichtigstes Gerät. Das ist unsere Flugsicherung, also der Tower. Von denen werden wir immer gesteuert, wenn wir dann über den gesamten Flughafen fahren müssen, Maschinen umstellen müssen, umschleppen müssen, auf die alte Piste schleppen müssen. Das ist dann die Kommunikation mit unserem Tower. So, hier unten haben wir dann noch einige Knöpfe, zum Beispiel Heben und Senken der Plattform im Fahrbetrieb und Nicht-Fahrbetrieb. So, das ist jetzt mein Pushback von hinten. Wie ihr seht, ist jetzt hier links und rechts eine Plattform, also 2 Arme, die gehen dann zusammen und dann wird das Bugrad eingespannt und wird dann hochgehoben. Hallo. Ich komme mir noch auf der 17 auf der alten Piste mit dem Airbus 2444, wenn diese der Rollgasse verlassen hat, bitte. So, ich gehe jetzt zu meinem Flieger. Ich habe jetzt ein Headset bei. Das ist für den Headset-Operator.
Es ist gerade jetzt die Headset-Ausbildung an meinem Flieger und ich habe hier den Pin. Den Pin muss ich setzen, damit der Pilot oben dann nicht mehr lenken kann. Ich habe dann die Hydraulik deaktiviert, weil ich ja das Rad dann einspanne und dass er oben nicht mehr lenken kann, weil ich ja unten meinen Drehpunkt habe am Fahrzeug und ich das Fahrzeug dann oder den Flieger dann rausschieben muss. So, ich mache jetzt nochmal meinen obligatorischen Rundgang. Das bedeutet, wenn ich eine Maschine rausdrücke, muss ich nochmal gucken, ob alle Fahrwerkspins entfernt worden sind, ob irgendwelches FOD auf der Seite ist. Gucke mir auch nochmal die Räder hier hinten an und so ist dann eigentlich immer unser Werdegang. So, die Maschine ist jetzt fertig und ich fahre jetzt ran. Wie ihr seht, muss das ganz genau passieren, dass ich die Reifen nicht beschädige. Wie schon gesagt, ich mache jetzt hinten die Klammern zu. Das Prinzip ist immer das gleiche. Neben mir links steht ein Headset-Operator, der mit den Piloten kommuniziert und er mir nachher das Zeichen gibt, wann die Bremse gesetzt ist und wann ich die Maschine anheben kann. Jetzt gibt er mir das Zeichen, dass ich die Maschine hochheben kann und da drücke ich mein Knöpfchen und die Maschine wird angehoben. Als nächstes, wenn die Maschine oben ist, gibt mir der Headset-Operator das nächste Zeichen. Also er zeigt mir dann, dass die Bremse gelöst ist und ich kann dann den Pushback-Vorgang starten. So, jetzt hat mir der Kollege gezeigt, dass die Bremse auf ist und dass ich meinen Pushback-Vorgang starten kann. So, und wie ihr jetzt seht, muss ich jetzt auf die blaue Linie die Maschine mittig hinstellen. Ich denke mal, das gelingt mir ganz gut. Und dann steht die Maschine. Jetzt gebe ich das Zeichen den Headsetter, dass er die Bremse setzt. So, er hat mir das Zeichen gegeben. Die Bremse ist gesetzt. Er hat ja mit dem Piloten kommuniziert. Und ich darf die Maschine runterlassen. So, ich fahre jetzt so circa 5, 6, 7 Meter vom Flieger weg, dass ich vorm Flieger stehe, dass mich der Pilot noch sieht. Das hat den Grund, dass ich dann, dass das Flugzeug nicht losrollen kann und ich auch meine Kollegen, die Headsetter, so ein klein wenig abschirmen kann mit. Die Oscar Echo Lima November Lima von der 203 zur 504. Ja, mach mal. Ich danke dir. Die Maschine ist jetzt vorbereitet. Ich fahre jetzt an meine Maschine ran und werde die Maschine jetzt hochnehmen. So, wie ihr jetzt seht, gehen vorne die Klappen zu. Das hatte ich vorhin schon mal angesprochen gehabt. Es wird das Rad rangezogen und ich muss dann den Typ der Maschine eingeben. In dem Fall ist es eine Boeing 757. Damit mein Fahrzeug das Flugzeug erkennt, muss ich das eingeben und dann kann ich die Maschine hochnehmen. So, meine Kollegin, die Sandy, die nimmt jetzt die Schocks weg und dann können wir die Maschine von der 203 umschleppen zur 504. Hallo Ton, hier DHL1 setzt auf den 203 mit der Maschine zur 504 bitte. So, meine Kollegin, die Sandy, die legt jetzt die Schocks hin und wenn die beidseitig sie hingelegt hat, dann darf ich die Maschine runterlassen. Mein Kollege, der fährt jetzt mal, ich stehe jetzt mal unten und winke mal selber ein. Er muss noch ein Stückchen fahren. Jetzt muss ich die Schocks legen. Jetzt kann er die Maschine runterlassen. Und genau so müssen die Maschinen dann stehen. Da oben ist unser Docking-System. Der Kollege, den ich jetzt in Empfang nehme, der kommt vom Hangar auf die 405
Und da oben am Dockensystem kann er dann genau sehen, wie weit er dann noch zu fahren hat. Da kommt mein Kollege, der wird es gleich einbiegen und anhand des Dockensystems wird er dann an einem bestimmten Punkt auf der 3, siehe Boden, dann anhalten. Jetzt hat er den Stopppunkt erreicht und ich kann jetzt die Maschine abschocken. Jetzt werden wir noch die Maschine abkegeln, ein sogenannter Safety Circle errichten. So, als letztes, meine Schicht ist vorbei. Als letztes mache ich nochmal einen kurzen Check meines Autos, ob irgendwelche Beschädigungen dran sind, ob irgendwelche Kollegen irgendwie dran gefahren sind. Das ist alles schon passiert und deswegen machen wir nochmal einen obligatorischen Check. Und das sieht heute gut aus und dann gebe ich mein Auto ab, gebe mein Equipment ab und dann ist für mich heute meine Schicht beendet. So, meine Schicht ist jetzt beendet. Ich komme jetzt aus der Umkleidekabine und jetzt geht's auf den Heimweg. Ich bin jetzt hier zu Hause angekommen von meiner Schicht. Ich war auf dem gesamten Flughafen unterwegs und es ist für uns immer jeden Tag was Neues, was kommt auf uns zu und ich hoffe doch, euch hat es gefallen. Ich konnte euch einen kleinen Einblick geben über unsere Tätigkeit, über meine Tätigkeit als Pushback-Fahrer und wenn ihr Interesse habt, genau diesen gleichen Job zu machen, dann bewerbt euch auf www.anpacken-drl.de. Vielleicht sieht man sich auch wieder.